Hallo und herzlich willkommen in diesem Video, in dem ich mal wieder etwas Lebenszeit gegen Wissen eintauschen möchte. Und zwar möchte ich euch heute einen Image-to-Image-Prozess zeigen. Und ich habe mir im Vorfeld überlegt, wie mache ich das jetzt? Baue ich das jetzt from the scratch im Video selber auf oder baue ich es vor dem Video und gehe mit euch durch? Und ich habe mich dazu entschieden, es im Video mit euch zu bauen, weil ich denke, das hat ein bisschen Vorteile im Bereich Look and Feel, dass ihr seht, wie man Dinge miteinander verknüpft. Ich eventuell auch einen Fehler reinrenne, aus denen ihr lernen könnt. Und deswegen werden wir das jetzt zusammen machen. Und was ist das allererste, was man braucht, um ein Image zu erstellen? Richtig, man braucht Lust dazu. Und ich denke, die bringt ihr mit. Sonst hättet ihr nicht in dieses Video geklickt. Dann kommen wir direkt zum zweiten Punkt. Ganz wichtig ist natürlich, dass wir ein Image haben. Und das machen wir wie folgt. Ganz easy. Wir machen ein Load Image und da haben wir es schon. Ich habe mir Bilder aus dem Netz runtergeladen. 2 Stück, mit denen wir es ausprobieren können. Diese Bilder stammen von Pexels. Pexels.com. Das ist eine Seite, wo es Stockfotos lizenzfrei gibt. Die können wir dafür verwenden. Also ziehen wir uns erstmal das erste Bild hier rein in die Node und da ist es auch schon geladen. Als nächstes werden wir einen Loader brauchen und da ich gerne mit dieser Pipe arbeite, nehmen wir den Pipe Loader aus den Tiny Terra Nodes. Wir schauen mal kurz, was wir schon mal einstellen können. Wir brauchen auf jeden Fall, oder ich nehme jetzt das Epic Realism Model. Als VAE können wir Baked VAE lassen. Das wird nämlich extra darauf hingewiesen, dass dieses Model eine eingebackene VAE hat. Clips gibt, lassen wir auch auf -1. LoRa's brauchen wir an der Stelle nicht. Was wir aber brauchen werden, sind Positive und Negative Prompts. Machen wir gleich. Dieses ganze Token und Weight Interpretation, Normalization und so lassen wir, wie es eingestellt ist. Man kann hier umschalten zwischen verschiedenen UIs, die diese Weight Interpretation unterschiedlich gestalten. Wir bleiben aber bei Comfy UI. Wenn ihr aus dem Bereich Automatic 11.11 oder so kommt, könnt ihr das hier auch umstellen. Dann verhält sich die Weight Interpretation so, wie ihr es gewohnt seid. Aber wir lassen hier jetzt für dieses Video Comfy UI. Das funktioniert auch immer sehr gut. Weight Interpretation ist übrigens, wenn ihr einen Begriff in Klammern setzt und dann 1.3 oder 1.2 oder sowas dahinter schreibt. Ne? Das ist dann hier die Gewichtung. Ein Standard, ein normaler Begriff ist ein Weight 1. Also das hätte jetzt eine Gewichtung von 1. Wenn ihr das so macht, setzt ihr die Gewichtung hoch oder mit 0.x runter. Standardmäßig bedeutet im Comfy UI eine einfache Klammerung von Begriffen, dass es ein Weight von 1.1 bekommt. Also ein bisschen mehr Gewicht hat in der Promptverarbeitung als Worte ohne Klammern. Okay, brauchen wir sonst noch was hier unten? Wir brauchen eigentlich brauchen wir kein Empty Latent Image hier an der Stelle. Das werden wir später in den Prozess einbauen. Gut, fangen wir mal an. Das allererste, was wir brauchen, ist, wir müssen die Positives und die Negatives mal trennen und das machen wir mit Rechtsklick hier rein, Convert Positive to Input und Convert Negative to Input. Jetzt fügen wir einmal eine Primitive hinzu, die mit Comfy UI selber kommt, verbinden die hier, kriegen ein Textfeld, machen das ein bisschen größer, damit wir da reinschreiben können. Und dann haben wir es. Gut, das schieben wir nochmal beiseite, hier brauchen wir nämlich noch ein bisschen Platz. Ich würde sagen, kopiert euch diese Primitive 3-mal. Das Schöne ist, wenn ihr die nämlich kopiert, habt ihr direkt die richtige Größe hier an der Stelle. Und müsst nicht alle wieder groß und klein ziehen. Wer meine Videos verfolgt hat, der weiß, dass ich gerne ein Setup benutze mit 2 Positive Prompts und einem Negative. Das hier unten wird der Negative, den können wir schon mal hier reinziehen. Diese beiden Positive Prompts hier an dieser Stelle, die werden wir verbinden mit dem Dreifach-Textloader aus den Tiny Terra Nodes. Wir haben nämlich im Tiny Terra Nodes Video entdeckt, dass der andere, dieser hier,
der Text Concat offenbar irgendwie einen Bug hat. Ich weiß nicht, ob der noch existiert. Gab es Updates? Ich glaube nicht. Ich habe zumindest keine installiert, also wird er bei mir auf jeden Fall noch drin sein. Der hat nämlich nur den ersten Buchstaben aus dem ersten Textfeld benutzt und sonst nichts konkateniert. Deswegen benutzen wir diesen Dreifach-Loader an der Stelle. Was wir hier machen müssen ist, hier unten haben wir 3 Texte. Die ersten beiden müssen wir auch in Inputs konvertieren. So, und dann können wir nämlich den ersten Input da reinziehen, den zweiten Input da reinziehen. Und wir wollen Text 1 und 2 konkateniert haben. Das heißt, wir könnten den hier rausziehen. Wir können aber auch den hier nehmen. Na komm, wir nehmen den. Machen wir sauber. Den dritten benutzen wir gar nicht. Und wir kollapsen das. Ziehen das ein bisschen hier schön. So. Damit wir uns sicher sein können, dass hier auch das Richtige rauskommt, also diese beiden Textfelder konkateniert, nehmen wir auch aus den TinyTerra Nodes den Text Debug, setzen den hier oben irgendwie hin, ziehen den ein bisschen größer und ziehen ebenfalls denselben Text Output da oben rein. Dann können wir sicher sein, dass hier an der Stelle auch der richtige Prompt geladen wird. Okay. Was brauchen wir jetzt noch? Wir brauchen auf jeden Fall einen Sampler. Dann nehmen wir auch den von den TinyTerra Nodes Pipe Sampler. Und das Schöne hier an der Stelle ist natürlich, dass wir einfach nur die Pipe verbinden müssen und damit haben wir alle Eingaben, die wir hier vorne haben, auch an der Stelle drin. Okay. Wir wollen ja Image-to-Image machen, das heißt, unser Bild hängt da vorne einsam in der Gegend rum und muss sich alles von außen angucken. Das werden wir jetzt mal ändern. Ich lasse den mal hier, damit wir später hier die Positive Prompts und unsere Bilder gemeinsam haben. Das macht es ein bisschen leichter zum Abtippen dann. Die Bilder, die ihr reinladet, sind oft sehr groß und eigentlich benutze ich immer den ersten Sampler, um ein Grundbild mit einem anderen Model zu erzeugen. Deswegen werden wir dieses Bild jetzt erstmal verkleinern. Und das machen wir mit den Derfu Nodes. Die Derfu Nodes habe ich noch nicht vorgestellt. Die habe ich mir jetzt wieder installiert, weil sie ein paar coole Sachen dabei haben auch. Sind meistens nur ja, Funktionen zum Berechnen, also hier Mathematik und sowas kann man damit machen. Brauchen wir jetzt nicht, aber sie haben auch eine coole Sache und zwar ist das, ich habe es gerade schon gesehen, Moment, Modded Nodes, Image Scale to Site. Und was diese Node für mich besser macht als die normale Node, die im Comfy UI dabei ist, unter Upscaling, Upscale Image, ist, dass diese Node, also man kann diese Node nur auf eine Seite beschränken. Das heißt, wir sagen hier, wir wollen die Höhe haben. Machen wir Höhe oder Weite? Nein, wir wollen die Höhe haben, weil die Höhe sich nicht ändert. Also, als Beispiel, was ich damit meine ist, ich bin gerade selber verwirrt, aber was ich damit meine ist, egal ob ich jetzt ein Porträt-Landscape mache, ein Porträtbild mache oder ein Landscape-Bild, ich habe immer eine Höhe bei dem Workflow, den ich immer gerne mache, von 1440 Pixeln, was ja WQHD entspricht. Das Landscape-Format wäre dann 2560 mal 1440, aber Porträt oder Landscape haben immer 1440 Pixel in der Höhe am Ende. Und deswegen ist diese Node ganz schön, weil man gibt jetzt hier einfach nur ein, wir wollen jetzt für das Basisbild eine Höhe von 768 Pixeln haben, ziehen das Bild hier rein, löschen diese hier, beziehungsweise ich kann die nochmal eben beiseite schieben und müssen die gleich darüber ziehen. Aber hier müsste ich dann im Kopf nochmal rechnen, wie die Maße des Bildes sind. Also, ne, wenn ich die Höhe von dem Bild jetzt auf 768 runterrechne, was müsste ich an Breite hier an der Stelle eingeben? Und das erspart man sich einfach mit dieser Node. Das finde ich super praktisch.
Ich weiß, meine Bilder sollen immer eine Höhe von 1440 Pixeln haben und wie breit sie sind, das kann sich das System an der Stelle selber überlegen. Gut, was wir mit dem Bild jetzt machen müssen, ist, ich schiebe erstmal den Text-Debug ein bisschen weg. Wo macht er sich denn gut? Schieben wir den ruhig mal hier oben hin. So. Wir haben jetzt hier ein Image Scale to Site. Und was wir jetzt hier an der Stelle nur machen müssen, ist, wir müssen ein VAE-Encoding hinzufügen. Gehen mal hier rüber, ziehen das Bild hier rein. Und wir brauchen natürlich das VAE. Das können wir uns hier unten aus dem Loader ziehen. Und dieses Latent Image ziehen wir jetzt unter Optional Latent in den Pipe Sampler rein. Und damit haben wir im Prinzip schon fast ein Image-to-Image-Setup gemacht. Was hier noch wichtig ist, den Denoise, den müsst ihr runterdrehen, weil mit 1 bekommt ihr ein komplett neues Bild gerendert. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, dass er sich an die Vorgabe des Input-Bildes hält. Deswegen gehen wir hier mal mit 0,5 rein und Samplername nehme ich mal mein Setup. Hier könnt ihr gerne mit rumspielen, rumprobieren, wie ihr möchtet. Image Output hätte ich gerne Preview. Okay, hier vorne können wir noch ein bisschen Platz sparen. Wieso hast du den mit markiert? Ein bisschen Platz sparen, machen wir mal so. Ziehe ich mal einen hoch. Dann sieht man ein bisschen besser, dass es sich hier aufteilt. Das kann man nochmal richtig. Entschuldigung, da bin ich ein bisschen. Ja, ein bisschen Monk. Okay. So, was jetzt noch fehlt, sind unsere Prompts. Als Negatives würde ich sagen, wir nehmen den Bad Dream und den Unrealistic Dream. Als Stilbeschreibung nehmen wir mal Absurd Res, Masterpiece, 8K, High Detail, Intricate, Cinematic, Photography, Sharp Focus und Depth of Field. Allerdings möchte ich das schon mal direkt initial ein bisschen runterschrauben. Ich gebe dem eine Gewichtung von 0,9. Und hier vorne müssen wir eine Bildbeschreibung eingeben. So, was haben wir denn hier? Wir haben a woman sitting on a chair with a plant and a garage wall in the background. Ich hoffe, garage ist korrekt. Ich rate hier. So, und dann lassen wir das Ganze mal loslaufen und gucken mal, was bei rauskommt. Hier oben sehen wir auf jeden Fall schon, dass unser Prompt korrekt zusammengefügt wird. Das ist immer ein gutes Zeichen. Das hat funktioniert. Und wir haben ein Bild gekriegt. Ich mache uns zur Referenz mal dieses Bild hier auf. So, das ist unser Originalbild. Und hier haben wir unser initiales Image-to-Image. Es ist kleiner, wir haben es runterskaliert auf 768 Pixel in der Höhe. Wir haben eine asiatische Frau bekommen. Ist die Frage, ob man das möchte, aber wir sehen schon die Unterschiede. Die Pflanze hat er in so eine kleine Topfpflanze umgeändert. Dafür hat er die Wand noch ein bisschen grudgiger gestaltet. Das Bild hat er ausgetauscht. Interessant. Viele Models sind auf asiatische Modelle trainiert. Wenn ihr dann andere Ethnien haben wollt, könnt ihr auch hier mal versuchen, Asian ins Negative einzutragen. Gucken mal. Ja. Hat er weggenommen. Okay. Ich lasse es mal drin, ne? Einfach damit wir ein bisschen mehr
Spielraum durch die KI haben. So, und im Prinzip ist das schon ein simples Image-to-Image-Setup. Aber wir werden das jetzt noch ein bisschen verfeinern. Und zwar möchte ich das gerne noch upscalen und dann zeige ich euch später hier auch nochmal ein paar Tricks, wie ihr hier vorne ein paar Dinge anders machen könnt. So, okay, machen wir weiter. Was ich an der Stelle hier noch immer gerne mache, ist, ich nehme mir noch einen Sampler, den aus den Tiny Terra Nodes Pipe Sampler, packe die Pipe da oben rein, sage hier auch 0,5 Weight. Ihr könnt hier vorne übrigens, ne, wenn ihr die Denoise, Entschuldigung, wenn ihr die Denoise an der Stelle runterdreht, haltet ihr euch mehr an die Originalvorlage, während über 0,5 umso mehr arbeitet die KI dann selber. 0,5 ist eigentlich immer ein guter Wert. Manchmal habe ich bemerkt, dachte ich mir, er soll sich lieber mehr ans Original-Image halten, dann bin ich mit 0,35 losgezogen. Oder wenn ich mir denke, pack mal ein bisschen mehr Kreativität oben drauf, macht dann 0,6. Das funktioniert ganz gut eigentlich. So, auch hier ändere ich die Sampler. So, wir wollen auch ein Preview an der Stelle haben. Und was ich hier dann gerne mache, ist, ich packe hier die Add Detail LoRa rein. Die habe ich auch mal vorgestellt. Und mit einer Stärke von 1. Das ist ganz, ganz okay eigentlich. Könnt ihr mit rumspielen. Das kommt doch immer ein bisschen auf das Input-Bild an, welches ihr benutzt. Manchmal ist 1.1 gut, 1.2. Unter 0 würde ich die nicht stellen, weil unter 0 fängt sie an. Ihr könnt bis 0 gehen und unter 0 fängt sie dann an, Details zu entfernen. Aber wer will das schon, ne? Wir wollen Details. Gut. Wir gucken auch nochmal eben hier, was dabei rauskommt. So, an der Stelle hat er jetzt Details hinzugefügt. Ich weiß, ich habe Kritik gekriegt. Ich muss mir mal ein bisschen besser was überlegen, womit man Bilder vergleichen kann, aber wir machen es jetzt nochmal so. Ich denke drüber nach, versprochen. Das ist das Bild aus dem ersten Durchlauf. Das ist das Bild aus dem zweiten Durchlauf. Ich finde, der Add-Detailer zieht auch viele Dinge gerade. Ihr seht hier unten der Stuhl. Gut, es ist ein etwas anderes Design, aber es ist manchmal auch ein bisschen perspektivisch schief und ähnliches. Der Hochfalsch, der Detailer begradigt Dinge nochmal ein bisschen. Hat auch hier, guckt mal, hat auch hier vorne den Stuhl nochmal repariert. Ne? Hier sieht es aus, als wäre es einfach gebrochen und hochgesplittert. An der Stelle hat er es nochmal repariert. Deswegen mache ich das gerne als Zwischenschritt. Lass es auch bei der Größe, dann rattert das ziemlich schnell durch. So, und am Ende fehlt eigentlich nur noch eine Upscaling-Chain. Und was wir hier machen können, ist, wir können uns den Upscaler von den Tiny Terra Nodes nehmen. Nee, der war nicht aus den Tiny Terra Nodes, der war aus dem... Das ist das Dumme, man kommt immer so schnell durcheinander, wenn man Node Collections hat, mit denen sehr viel los ist. Das ist der Face Detailer. Ist der was? Ich suche einfach mal. Der ist nämlich in einer Node Collection drin, die wir vorgestellt haben. With Model, das können wir natürlich auch verwenden. Kam der nicht aus den Tiny Terra Nodes? Nein, kam er nicht. Ich suche mal eben. Bin sofort wieder da. So, Entschuldigung. Jetzt weiß ich auch wieder, ich renne immer wieder rein. Ich weiß wieder, warum ich ihn nicht finde. Der heißt nämlich Hi-Res Fix. Tiny Terra Nodes Hi-Res Fix Scale. Den habe ich gesucht. Ich suche immer noch Upscaler, dabei heißt der Hi-Res Fix und dann auch nicht mal so geschrieben, sondern so geschrieben. Verwirrend. Muss ich halt nur oft genug in diesen Fehler reinrennen, damit ich es endlich mal raffe. So,
Als Model nehmen wir die vierfach ArtStation 1000, die habe ich auch schon vorgeschlagen. Die Rescale-Methode sagen wir, the longer side maintain aspect würde später nicht mehr zutreffen. Wir nehmen Width und Height, aber dann sind wir hier schon wieder an der Stelle, wo wir, haha, das mache ich anders. Das machen wir anders. Und zwar, wir nehmen hierfür eine etwas längere Chain und nicht den, weil ich habe hier vorne gesagt, ich möchte eigentlich nicht mehr rechnen, ne? Ich möchte mich um die Bildberechnungen nicht mehr kümmern müssen. Deswegen werden wir an der Stelle hier einmal einen Load Upscale Model aus den Comfy UI Nodes und unter Upscaling Upscale Image Using Model. Dann können wir das Model hier schon mal reinziehen. Auch hier haben wir den vierfach ArtStation 1000 Sharp. Ziehen das Image hier rein und skalieren das mal auf das Vierfache hoch. Was wir danach machen müssen ist, wir müssen es wieder runter skalieren. Dafür nehmen wir wieder die Derfu Nodes. Waren das die? Nein, das waren nicht die Derfu Nodes. Doch, Derfu Nodes, Modded Nodes, Image Scale to Side. Ziehen das wieder rein. Und an der Stelle möchten wir nämlich, oder ich in meinem Fall, ihr könnt da gerne rumspielen mit. Ich möchte hier eine Höhe von 1440 Pixeln haben. Was ich dann noch gerne mache, ist, schauen mal eben nach Schärfung. Das müsste unter Image Filter. Gibt es hier einen Sharpen? Nein, gibt es nicht. Das kommt mit den Comfy UI Standard Nodes. Post-Processing, Image Sharpen. Das packen wir dazwischen. Und hier habe ich mal mit rumgespielt. Für jetzt denke ich, ist 0,3 an der Stelle ein ganz guter Wert. Müsst ihr mir jetzt glauben. Ihr könnt auch gerne selber ausprobieren. Ich versuche mal die Schwelle zu erwischen, wo man es ganz dezent sieht, dass ein Bild nachgeschärft wurde. Und jetzt brauchen wir nochmal einen Sampler, aber aus den Tiny Terra Nodes. Pipe Sampler. Dafür brauchen wir einen VAE Encode. Die VAE können wir uns einmal hier hinten da wieder reinziehen. Und wir packen das Latent in das Optional Latent rein und können von hier vorne einmal wieder die Pipe verbinden. So. Was brauchen wir denn hier? Wir brauchen hier auch wieder die bekannten Sampler-Einstellungen. Wir brauchen an der Stelle ein Denoise von 0,5 wieder und Image Output Preview. So, wir schauen mal, was passiert, wenn wir die Chain durchjagen. Es wird nicht gemodst, das ist schon mal sehr gut. Der Sampler für das Basisbild geht los. Jetzt kommt nochmal die LoRa Add Detail drüber. Wir scalen das Bild hoch. Und jetzt berechnen wir das Bild mit einer Höhe von 1440p. Und wir haben dieses Bild erhalten. Das ist das Originalbild, was wesentlich größer ist. Hoppala, das war mir gar nicht so bewusst. Und das ist das Bild, was wir jetzt aus dem Sampler erhalten haben. Und so könnt ihr ein Image-to-Image-Setup bauen. Im Upscaling-Bereich könnt ihr natürlich noch die Tricks anwenden, die ich im Upscaling-Video gezeigt habe. Also wir könnten hier noch ein Control-Net hinzufügen. Das würde dann nochmal so aussehen. Control-Net
Loader. Und zwar hier dieses Tile ControlNet. Alles im Upscaling-Video schon mal gezeigt. ControlNet Apply. Hier können wir das ControlNet reinziehen. Wir wissen, an der Stelle geht das hier vorne ins Positive rein. Wir müssen einmal das Bild, welches wir vergrößern wollen oder rendern wollen. Das nehmen wir von hier hinten. Oder nimmt man da schon das hochskalierte Bild? Das ist eine gute Frage. Wir nehmen das hochskalierte Bild und brauchen noch die Positives von hier vorne. Ziehen das da rein. Jetzt müsste es auch funktionieren. Dann hätte man noch ein ControlNet mit dazwischen gehängt. Ich finde immer die Kombi mit ControlNet macht es ein bisschen besser, weil irgendwie habe ich das Gefühl, es wird sich mehr am Originalbild gehalten dann später. Also wenn man hier das Bild hat und dann dieses, das ist gleich viel näher am Original. So, wir haben ein schönes 1440p hohes Bild erstellt aus unserem Setup mit einer Pflanze und einer Grudge Wall und einer Frau im Vordergrund. Original und nachgemacht. Ja, funktioniert. Und dieser Workflow sollte sich jetzt im Prinzip auch auf ein Landscape-Bild anwenden lassen. Aber bevor wir das machen, möchte ich euch hier vorne noch einen kleinen Trick zeigen. Und zwar, wir müssen jetzt immer hier eine Beschreibung eingeben. So, und damit wir das nicht machen müssen, würde ich sagen, wir deaktivieren diese Node einmal. Das geht mit Mode Never. Alternativ wählt die Node aus, drückt STRG M, damit könnt ihr die Nodes hin und her schalten. Müssen wir in dem Fall nicht, wollte ich nur mal zeigen. Wir nehmen es mal raus hier und separieren unsere Node. Fahren wir hier unten hin, ab ins Exil mit dir. Und was wir nämlich hier machen können, ist, in der WAS Suite gibt es unter Text AI ein Blip Analyze Image. Und diese Node braucht noch ein Blip Model. Wenn wir mal gucken, ob wir das so finden. Loaders, Blip Model Loader, da ist er, alles in der WAS Suite. Ziehen wir einfach hier rein. Hier könnt ihr auswählen zwischen Caption und Interrogate. Wir lassen es bei Caption. Wir uns da drüber immer mal gucken, dass man so ein bisschen hier die Linien noch sehen kann, damit es ein bisschen nachvollziehbarer ist. Wir packen das Bild hier rein und wir kriegen hier am Ende einen String zurück. Den können wir wieder hier in den Concat reinpacken. Minimieren das. Gucken, dass es ein bisschen schön aussieht. Ein bisschen Anspruch müsste man immer haben. Und was wir jetzt nämlich machen können an der Stelle ist, ziehen das mal runter, damit wir es gleich besser sehen. Blip wird nämlich das Bild jetzt für uns analysieren und uns eine eher grobe Beschreibung davon liefern. Aber in der Regel reicht es für ein Image-to-Image-Setup ganz gut aus. Wenn wir jetzt nämlich Q-Size machen, wir gucken mal eben, was er hier in der Konsole macht. Hier wird nämlich gleich ausgegeben werden. Er lädt gerade das Blip-Model im Hintergrund. Wie bei jedem Model dauert das ein bisschen. Jetzt geht es weiter. Jetzt fragt er nämlich hier nach dem Checkpoint in der Google API. Und Blip hat uns rausgegeben: A woman sitting on a chair with a cigarette in her mouth and a vase of flowers in the background. Das sehen wir auch nochmal hier oben in unserer Debug-Text-Node, wo wir konkateniert auch denselben Stil haben. Und ist er schon durch? Ist er schon fertig? Nein, er wird jetzt aber fertig. Und wir gucken mal, was er jetzt gemacht hat. Interessant. Es ist nach wie vor ein Image-to-Image.
Aber er hat es doch schon stärker interpretiert. Was wir hier nochmal machen können, ist, wir können an der Stelle einmal schauen, wie es mit der Denoise aussieht. Was ist Denoise eigentlich für ein Datentyp? Denoise to Input. Das ist im Prinzip wurscht, da lassen wir die Primitive sich drum kümmern. Denoise ist ein Float. Was wir jetzt nämlich mal einfach machen hier ist, wir setzen alle Denoises in allen Samplern auf Input und verbinden unsere Float mal damit. Wir können jetzt mal ein bisschen rumspielen, wenn wir alle Sampler gleichzeitig jetzt auf einen Denoise von 0,35 stellen, was es macht. Dummerweise ist, glaube ich, jetzt an der... Geht's Ihnen gut, werte Frau? Ist an der Stelle jetzt wahrscheinlich das Blip Analyze Image natürlich nach Murphy's Law und dem Gesetz des Zeigens hier vielleicht nicht das Beste, weil eine Zigarette hat sie auf keinen Fall. Das mit der Zigarette bringt ihn ein bisschen durcheinander. Aber wir sind schon wesentlich näher am Original ran, seht ihr das? Die Kopfhaltung ist gleich oder ähnlich. Die Pflanze im Hintergrund hat sich zwar verändert, aber ist trotzdem von der Größe her und von dem Platz, den sie im Bild einnimmt, gleich. Ja. Natürlich erwische ich hier mit dem Blip ein schlechtes Beispiel. Ich habe es vorher nicht ausprobiert. Aber das Prinzip sollte klar sein. Notfalls hängt man dann halt nochmal unsere Exil-Node dazwischen und macht selber eine Beschreibung. Das geht auch. Okay, wir probieren das Ganze jetzt nochmal mit einem Landscape-Modus. Im Prinzip sollte sich hier nichts ändern. Wir haben hier oben gesagt, skalier es runter auf 768 Pixel. Hier haben wir gesagt, skalier es in der Höhe wieder hoch auf 1440 Pixel. Es sollte sich nicht mehr viel ändern. Ihr müsstet eigentlich jetzt in der Lage sein, auch hier ein Landscape-Bild reinzuziehen und einfach auf Start drücken zu können. Was hat er denn erkannt? A woman in a white dress standing in a field with her arms outstretched in the air. Das ist, zumindest kommt keine Zigarette drin vor. Das ist schon mal gut. Das sieht doch schön aus. Wir haben den Denoise auf 0,5 gestellt. Der Sampler rattert jetzt hier. Er hat jetzt wirklich zu schwitzen. Und da ist er fertig. Das hat jetzt ein bisschen gedauert, weil natürlich es sind wesentlich mehr Pixel zu bearbeiten hier, ne? Das muss man sich immer klar sein. Okay, wir machen nochmal das Originalbild auf. Das ist auch so groß übrigens. Das ist auch sehr, sehr groß. Also immer gut, wenn man für das Basisbild runterrechnet. Und wir schauen uns mal an, was am Ende unserer Chain rausgekommen ist. Und ja, ist ein schönes Bild geworden, oder? Ich kann es ja einmal voll Bild zeigen. Es ist ein bisschen hier im Gesicht. Sieht aus, als würde sie gerade einen Dämon beschwören. Die Hände hat er ein bisschen verunstaltet. Naja, aber ich denke, es ist klar, was man mit diesem Setup machen kann. Man könnte hier noch einen Face Detailer dazwischen hängen. Also diesen hier. Der kommt aus dem Impact Pack, soweit ich mich erinnere. Der macht einen ganz guten Job. Dafür müsste man aber hier nochmal alles verbinden und einstellen. Und das machen wir jetzt nicht, das machen wir ein andermal.
Aber wenn ihr den noch dazwischen klemmen könnt, kriegt ihr auf jeden Fall auch noch bessere Gesichter hin und besser als dieses Face Restore, was es sonst noch gibt. Es gibt nämlich noch eine Face Restore Node, meine ich. Es gibt hier auch noch einen Face Detailer. Face Swap. Oh, das könnten wir auch mal ausprobieren. Naja, andermal. Ich denke, für heute reicht's. Ihr wisst jetzt, wie man Image-to-Image machen kann. Natürlich könnt ihr in den Workflow hier rein immer wieder mal eingreifen, Nodes hinzuhängen. Für das Thumbnail werde ich jetzt mal hier das auf Save stellen und mir nochmal das andere Bild laden und noch ein paar Bilder generieren. Da müsst ihr jetzt aber nicht mehr zugucken, das mache ich so. Und ja, dann wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Ausprobieren. Ich hoffe, ich konnte gut vermitteln, wie sowas hier aufgebaut sein kann. Es gibt natürlich noch andere Varianten. Da ist alles offen. Genau. Gut, dann also, liebe Leute, macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss.